Shruti Sriti Puranadi Pancharating Vidhing Vina Oikantika Harir Bhakti Utpatoiva Kalpate. Shruti Sriti Puranadi Pancharating Vidhing Vina Oikantika Harir Bhakti Utpatoiva Kalpate. Actually, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat uns mitgeteilt, das Predigen, das kann auf positive oder negative Art und Weise verbreitet werden. Madhvacarya, Vishnu Swami, Bhaskaracharya, Ramanujacharya, alle predigen sie. People are in confusion. People, they cannot understand how to accept the actual tattva. What is the procedure? You can remember the sloka I started with. Prabhupada used to discuss this sloka. Also Srila Prabhupada hat den ersten Vers immer diskutiert. Shruti Smriti Purana Adi. Also das ist das, wer hat die Möglichkeit, dort die Essenz zu verstehen. Das ist ganz schwierig zum Verstehen. Shruti Smriti Puran. So, wenn man nicht dem folgt, dann ist es eine Störung für die Gesellschaft. Also heute ist der Erscheinungstag von Madhvacarya. Dasamiditi ist auch heute. Ramchandra Vijay Utsav. Ramchandra, der geht nach Sri Lanka, der Brücke, der was nach Sri Lanka reicht. Und das Devi Puja ist auch fertig heute. Madhvacarya, wer ist Madhvacarya? Madhvacarya ist die Inkarnation von Prinzipal Vayu. Im Treta Yuga ist als Hanuman Maharaj gekommen. Im Treta Yuga in der Form als Bhimsen und in Kali Yuga ist Madhvacarya gekommen. So Mukha Vayu, der ist in der Form von Madhvacarya erschienen. Was hat die dafür Aufgabe? Warum ist er gekommen, der Madhvacarya? In Mahabharat findet man, wo Pitama Vishwa einen Ratschlag gibt zum Yudhishthira Maharaj. Pitama Vishwa, das sagt dann voraus, dass nach 400 Jahren, wo das Kali Yuga fortgeschritten ist, dort kennen die Panchapandas, die 5 Pandavas wieder kommen. So, die können in einer anderen Form wieder auftauchen. Somebody saying this, somebody saying this, but anyway, tentative calculation is there. That 800 years back.
Also ungefähr 800 Jahre zurück, 800 years back, see Madhvacarya came. Madhvacarya ist da in der Welt erschienen, vor 800 Jahren, um das Siddhanta wieder aufrecht zu erhalten. Bevor er gekommen ist, hat es so viele Probleme in der Gesellschaft gegeben. You don't know actually, Shankaracharya came first in Kalardi village. So Shankaracharya ist in dem Dorf in der Nähe von Trivandrum erschienen. Shankaracharya ein zweites Mal ist gekommen zu der Zeit, als wo Madhvacarya da war. So, das war ein Name, ein Ort in Kerala, wo eben wieder Shankaracharya gekommen ist. Madhvacarya ist gekommen bei dem Willen vom höchsten Herrn, um eben sein Siddhanta zu verbreiten. Und Shankaracharya hat immer über die Advaita-Philosophie gesprochen. Nur Brahma ist der und nichts anderes. All die materielle Welt, all das ist falsch. And what about this Jiva? Jiva ego Brahma no para. Jiv Brahma, nothing else. Jiv is Brahma. This kind of Siddhanta was established by. So alles ist Brahma. So der Siddhanta, das hat wollte Shankaracharya verbreiten. Um all die dämonischen Charakter, die Leute mit dem dämonischen Charakter, weil er eben den Auftrag gekriegt hat vom höchsten Herrn, dass er die in die Irre führen soll. Zum Shankar Bhagavan hat er gesagt, geh in die materielle Welt. Und diejenigen, die was jetzt so dämonische Einstellungen haben, zu denen repräsentierst jetzt das Siddhanta so, dass sie nicht wirklich die Wahrheit realisieren können. Die Buddhisten haben zu der Zeit auch so einen großen Einfluss gehabt. Und die meisten haben nur waren eben beeinflusst von dem Buddhismus. So Shankaracharya wollte eben wieder, weil der Buddhismus hat eben nicht mehr die vedischen Schriften, auf die vedischen Schriften gekocht. Deswegen wollte es wieder etablieren, dass sie zumindest ist die gleiche Philosophie, aber mit dem Hintergrund, mit dem, dass sie wieder Vertrauen in die vedischen Schriften haben. Also die Buddhisten, die ganz offen ignorieren die Vedas. But those who are Mayavadis, Shankaracharya and their followers, they are putting Veda in front of them. You see, we are going to follow Veda. But they are not going to follow Veda actually. They are going to insult Veda. Also das ist nicht wirklich das Folgen der vedischen Schriften, sondern eine Missinterpretation von den Veden, Upanishad und so weiter. Das Bild, was die uns geben wollen, auch von der Gita. Aber was Srimad Bhagavatam hat er nicht berühren und hat er keine Kommentare schreiben können, weil das voll mit Bhakti ist. So, dort hat er nicht die Mayavad-Philosophie aufzeigen können im Srimad Bhagavatam. Von allen Seiten
wo man das Srimad Bhagavatam anschaut, ist es voll mit Bhakti. So es ist schwierig, dort die Mayavad-Philosophie zu etablieren. Deswegen hat er das nicht gemacht mit der Schrift. Er hat es nicht können. So zu der Zeit, over Zeit und Umstände, ist eben Shankaracharya erschienen. In Wirklichkeit ignorieren sie Guru Tattva, Bhagavan Tattva und so weiter. So Madhvacarya ist eben gekommen zu der Zeit, 800 years back, maybe some plus minus, 800 century, 800 years, in Kumbhakonam, Karnataka, Pradesh, in Kumbhakonam, in Panchak Kshetra. It is actually Pajakhetra, one place. Actually, you can remember, Parshuram, when killing all Kshatriya, Parashuram, der hat alle Kshatriyas, wo er alle Kshatriyas getötet hat, das sind fünf Teiche. Das nennt sich Samanta Panchak. he was traveling here and there in India, different pilgrimage. So he is Supreme Lord. I mean, Supreme Lord means incarnation of Supreme Lord, Shaktari Shavatar. And that time he went there. He went there. And by the power of bow and arrow, he sent sea backside. They go backside. So, Parashuram ist dorthin. Und er hat mit seinem Pfeil und Bogen hat er das Meer aufgehalten, dass es weiter einfließt. Mit seiner spirituellen Kraft hat er das Meer weggesendet. Geh zurück. Und dann hat er einen schönen Fleck von Land betrieben, ein großes Landfläche. Und die Landfläche ist aufgeteilt worden oder verteilt von Parashuram zu Brahmans und Vaishnavas. Und in dem Ort ist ein Ort Panchak Kshetra. So, der Moksha-Vayu, aber da Madhvacarya ist dort erschienen. Narayan, Bhatta und Vedavati. Also große, hohe qualifizierte Brahmana-Familie. 2 oder 3 Söhne sind gestorben. So, sie wollen jetzt so einen Sohn, der was eben nimmer stirbt. Und sie waren so betrübt, weil eben dauernd die Kinder gestorben sind. Und nachher haben sie ein Rat gemacht. Und haben sie für 12 Jahre haben sie nur Milch getrunken. Also ganz große Tapazia. Nur Milch. Für 12 Jahre haben sie getrunken. Und der höchste Herr hat ihnen dann den Bonus gegeben, dass sie eben jetzt mit so einem Sohn gesegnet werden. So, Madhvacarya ist dann dort erschienen als der Sohn von Vedavati und Narayan Bhatta. Es war ganz ein kraftvolles Kind. So, nachdem sie eben das Kind langsam haben sie sich gedacht, was hat der für Spezialitäten? Der kann so schnell lernen und alles. So, der Name zu der Zeit von ihm war Vasudev. Narayan Bhatta hat ihm den Namen gegeben. Und der Junge ist aufgewachsen und in Kürze hat er all die
das Anfangsstudium von Vairyakaryan und Sanskrit gelernt. Das hat er also ganz schnell gelernt, die ganzen vedischen Schriften. Und dann ist er mal kurz weggegangen und hat noch mehr gelernt beim anderen Lehrer, dann ist er wieder zurückgekommen. Und schwer zum Verstehen war. Vasudev but Madhvacarya, the boy is always busy with playing. So, Madhvacarya war immer beschäftigt mit Spielen. Er hat sich nicht so viel draus gemacht vom Studieren. Er spielt immer. Und der Lehrer hat es eben. Er hat dann gesagt, warum spielst du immer? Du lernst nie, machst nicht das und das. Für was? Und nachher mit gefaltenen Händen hat er sich vor ihn gestellt und nachher hat er ist alles aus seinem Mund gekommen, automatisch. Alle vedischen Schlussfolgerungen. Und der Acharya, der Lehrer, hat sich gewundert, was ist mit dem Jungen los, der kann nicht normal sein. Was er einmal gehört hat, das hat er schon verstanden. Und auch was sie noch nicht gesprochen hat, über das spricht er auch schon. So, der Vater und die Mutter, die haben die Hochzeit schon vorbereitet für ihn. Aber der Junge hat gesagt, er wird nicht heiraten. Seine Aufgabe ist es, Bhaktisiddhanta zu etablieren und gegen Mayavad-Philosophie aufkommen. Und der Vater lacht, oh, wie ist das möglich für die? Und Stick, wooden stick. Also der Vater, der hat einen Stock gehabt und dann hat er gesagt, der Vater hat ihm dann gesagt, wenn das möglich ist für die, dann soll der Stock jetzt das trockene Holz, das soll jetzt die Form von einem großen Baum, der was Früchte tragt, annehmen. Nachher kann ich das glauben, dass du Bhaktisiddhanta jetzt verbreitest, ansonsten ist es unmöglich. Und der kleine Junge sagt, Vasudev sagt, es ist möglich. Und er nimmt ihm den Stock und steckt ihn in die Erde, stoßt ihn in die Erde und dann innerhalb von Sekunden wächst aus dem Stock ein ganz großer Baum mit Früchten. Und der Vater sagt, okay, ich glaube, es ist möglich für die. That boy is, tilting, towards Supreme Lord. His symptom is not good. Maybe he can take sannyas and run away, so I can arrange marriage for this boy. Also, jetzt kann es eben sein, dass er mit so einer Einstellung, dass er dann bald Sannyasa nimmt, aber die Eltern wollten eben Heirat für ihn vorbereiten, dass sie der Gefahr eben aus dem Weg gehen. Vasudev hat es realisiert, so ohne irgendeine Information zu geben, ist er dann einfach weg von daheim. Also wenn du Diksha und Sannyas nimmst, manche sagen, dass du die Erlaubnis von Vater und ältere Personen nehmen musst. Aber es ist nicht so, sagt er, denn wenn du die wirklich nur für den höchsten Lord Herrn hingeben willst, dann ist es kein Vergehen. Das höchste Herr sagt selber.
Paritam kitam papam dharmaya kalpati. If any sinful activity you are going to do for me, also wenn du irgendeine sinnvolle Aktivität machst für mich, dann ist es nicht sündhaft, weil du das eben für mich machst. Was bedeutet Dharma und Adharma? Sogar wenn jemand eben sündhafte Aktivitäten macht für mich, selber nachher dieses... Nachher ist es nicht... Er hat ihm im letzten Mal auch schon das erklärt mit Jadu, sein Vater, was eben ein junges Leben wollte und hat alle Söhne gefragt. Aber er hat es nicht gesagt, er hat ihm gesagt, na, das kann er ihm nicht geben, das junge Alter, weil er eben in dem jungen Alter jetzt den höchsten Herrn verehren kann. Und deswegen ist er Mahapurush. They have some expectation that we are going old age gradually. Someday that boy can grow up and take responsibility. Our responsibility can take. So everybody in the society, in the system, father, mother, they have some plan. My son is there, so I can take advantage of his. So, die meisten Eltern haben eben die Denkungsweise, dass sobald der Sohn im Alt wird, dann kann er mir helfen. Die haben immer einen Hintergedanken. Also wenn das materielle Eltern sein und der Sohn fängt eben an, spirituell zu leben, und nachher sagen sie, hey, was machst du, weil sie eben Angst haben, dass er eben dann vielleicht sich so verlässt und Sannyasa nimmt oder sowas, sich komplett konzentriert auf Krishna. Die verstehen das nicht, solche Eltern. Er hat Sannyas dann angenommen vom Achyuta Preksha. From Achyuta Preksha to sannyas everything, after they started preaching in heavy way. In between there was big problem. Why? Because that time those also zu der Zeit, die Mayavadis in Südindien, sind viele, ist ein großes Viertel mit Mayavad, eben verbreitet ist da sehr viel Mayavad-Philosophie. Madhva Sampradaya they are doing, most of those people they are Mayavad. So that time, actually, first Shankaracharya I am speaking about. Als erstes Shankaracharya und dann das zweite Mal ist wieder Shankaracharya. Also er spricht jetzt über das zweite Mal, wenn Shankaracharya kommt. Dann sagen die, dass Shankaracharya jetzt ein zweites Mal gekommen ist. Aber wie ist die Philosophie möglich? Die sagen selber, wenn du Brahma wärst, in ihrer Philosophie, sie haben gesagt, dass Jiva ist Brahma. So wie kann dann ein Brahma wieder Jiva werden? Und wieder erscheinen. Also, das ist jetzt geprüft, dass die Lügner sein mit der Philosophie. Die sagen eben, dass Shankaracharya ein zweites Mal gekommen ist. Aber das ist eine Lüge, weil es widerspricht ihrer Lehre. They all standing around Gurudev and asking Gurudev, what is your last order to us? Sometimes speaking, you see, the reason for why I come here, I was trying to do, and Shankaracharya sagt ihm jetzt am Ende seines Lebens, dass eben seine Schüler stark Mayavad-Philosophie verbreiten sollen.
Weil Vaishnavas, Acharyas werden auch immer mehr und mehr so, seid sich auf der Hut. Und Shankaracharya hat ihnen deshalb gesagt, sprecht mehr und mehr über die Mayavad-Philosophie und verbreitet es. Und das zweite Mal wieder hatte dieselbe Stimmung. So, das waren zwei verschiedene Orte, wo der erschienen ist in einer kurzen Zeitspanne. So actually they are putting great oppression against those who are preaching Dvaitavad. Also die, was eben Advaitavad predigen, die streiten immer miteinander. Also die sagen sogar, oh, hör auf, die Mantras zu sprechen. Du sollst Soham, das Mayavadi Mantra sprechen. Big problem actually there. That time, he is a big Acharya there in the line of Achyutabhekha. So in der Linie von Achyutabhekha, das ist zurück bevor Madhvacarya. Zu der Zeit von Achyutabhekha, der Gurudev war. Because so disturbance I come here, I propose to speak so many things I follow. There's so many disturbance. Plan actually. So he took, actually he was there, and all those, Mayavad, those people, they are coming and they are giving fire to their temple. Also die Mayavadis haben die Tempel anzünden und haben das Daita Siddhanta, viele Bücher sind verbrannt worden. Über das Daita Siddhanta, ganz große Kollektionen von viele Schriften. Die haben alles anzünden. Und Achyutabhekha und sein Gurudev, Gyan, was sein Name, den kann er sich jetzt nicht mehr richtig erinnern. Also die haben ihnen ganz große Probleme bereitet. Also du sollst jetzt das Mantra Soham chanten. Und sie machen immer Tilak auf die Stirn wie Ravan. Und sie haben ihn gezwungen für die Dinge. So they take Kundalik, everything, and inside they are doing Krishna Bhajan, very secretly Narayan Bhajan, but outside they are not speaking everything. Somehow they manage. After that, in the meantime, when Madhvacarya took birth there, so wenn Madhvacarya in Panchaketra Geburt genommen hat, nobody knows why. When Madhvacarya in the meantime took birth by that time, also dann haben alle anderen auch Kraft im Herzen gespürt. So wie wo Mahaprabhu dort geboren ist, in Navadvip, und dann Advaitacharya und alle anderen, die freuen sich auch und tanzen. Also es hat einen Grund. Es ist das Gleiche eben da. Und Madhvacarya wächst dann dort auf und fängt Predigen an. Und er ist dann gekommen vor dem Achyutabhekha. Ein Jahr hat er ihm gedient, persönlich. Und bei der Barmherzigkeit vom Gurudev hat er das ganze Siddhanta von Dvaita gelernt. Und Gurudev, der hat eben realisiert, dass er die fitteste Person ist, um das Mayavad Siddhanta aus der Welt zu schaffen. Manche sagen, dass er mit 11 Jahren Sannyas angenommen hat oder mit 12. So.
Aber nachdem er Sannyas angenommen hat, und hat er ganz überall gepredigt. Und er ist dann hat sich entschieden, zum Badrika Ashram zu gehen mit all seinen Schülern. Ganz eine lange Distanz in ins Himalaya-Gebirge, zum Badrika Ashram. Dort sitzt er auf dem Ufer von der Saraswati, von dem Fluss, und Badrinath. Und er rezitiert dort die Gita, Bhagavad Gita. Zu der Zeit haben sie vormals so ein ganz bläuliches, starkes Licht gesehen. Und das Licht ist eingegangen in Madhvacaryas Mund. So, die Schüler haben sich gedacht, wie ist das möglich? Was ist dort passiert? Und Madhvacarya hat dann verstanden, das ist die Anweisung jetzt, dass er jetzt zum Vyasagufa gehen soll. Und allein ist er jetzt dann weitergegangen und hat seine Schüler zurückgelassen. Er hat dort Erbietungen dargebracht in Vyasadev, und Vyasadev ist rausgekommen, um ihm Segnungen zu geben. Und Madhvacarya, nachdem er die Segnungen gekriegt hat, ist er wieder zurückgekommen. Und nachher hat er angefangen, alles Schriften zu schreiben. Kathopanishad, Dvaita, Brihadaranya, Gita und so weiter. Ganz viele Bücher. So Bodhisattva und so weiter, große Mayavadi Philosophen. Also die sind auch haben keine Chance vor ihm gehabt, wenn sie über Philosophie gesprochen haben. Und er wollte einmal Darshan nehmen von Rameshwaram in einem Tempel. This kind of name, very temple. Near Kumbhakonam now is some place. There he was explaining Vedanta, theistic Vedanta, I mean Dvaita Siddhanta. That time, second Sankaracharya was bound to come here, run here and protest. You cannot speak this way because you have no Vasya. So, die haben dann eben gesagt, dass ohne den Bhashya, ohne den Kommentar, kannst du nicht sprechen. Das kann man schon nicht akzeptieren. Also, wenn du die Möglichkeit hast, über das zu diskutieren, dann kommt von mir, und Shankaracharya hat dann angefangen mit Madhvacarya zu diskutieren. Madhvacarya hat all das beiseite geschaffen, die Philosophie von Shankaracharya. Shankaracharya ist komplett geschlagen worden. Madhvacarya hat dann mehr und mehr Kraft gekriegt, um das Dvaita Siddhanta zu verbreiten. Und das zweite Mal, Madhvacarya ist dann wieder zum Vyasagufa gegangen. Dort hat er so viele Lehren dann wieder gekriegt, vom Vyasadev, ganz viele tiefe Grundlagen von den vedischen Schriften. Und nachher ist er wieder zurückgekommen und hat dann wieder das ganze Vedanta Bhashya hat er dann erstellt und geschrieben. So Madhvacarya was just so powerful, nobody can come in front, can stand. Even those demigods, one time he was explaining Brihad Aranya Upanishad. Also einmal hat er die Brihad Aranya Upanishad beschrieben. Und alle Halbgötter, die sind
sind auch interessiert gewesen, eben von ihm zu hören, sein Kommentar über die Schrift. Und nachher haben sie sogar Blumen runtergeworfen vom Himmel. Also die sind ganz beeindruckt gewesen, was er zu ihnen gesprochen hat, das Siddhanta. In the meantime, I am bound to say that we are Madhva Gaudiya Sampradaya. So, wir sind Madhva Gaudiya Sampradaya. In our Sampradaya, it's some Mayavadis there. They are not going to believe. They are not going to believe that we are having any connection with Madhvacarya. They are always speaking, no, we have no connection with Madhvacarya. It is actually Baladev Vidyabhushan. He was bound to make one connection with Madhvacarya. Actually, we have no connection. So, viele sagen eben, dass Chaitanya Mahaprabhu eine eigene Sampradaya angefangen hat. Und wir haben keine Verbindung mit Madhvacarya. So, they are actually Kali Guptachar. They are the spy of Kali. Also diejenigen, was ihm aufzeigen wollen, dass die Chaitanyas Gaudiya Devotees keine Verbindung haben mit Madhvacarya. Also das sind die Agenten, die Spione vom Kali-Zeitalter, die was so sprechen, solche Aussagen machen. Also da sind viele Punkte, was eben das aufzeigen, dass wir Verbindung haben mit Madhvacaryas Sampradaya. Eines Tages, wo Madhvacarya ins Meer ein Bad genommen hat, dann hat er in der Zwischenzeit wo er im Gangen ist, unterm Gehen, hat er 5 Kapitel, über 5 Kapitel Krishna glorifiziert und hat es dann aufgeschrieben. Und nachdem er Bad genommen hat er sein Bhajan angefangen und das große Schiff ist in Schwierigkeiten gewesen. Das Schiff hat sich nicht mehr fortbewegen können. Es ist stecken geblieben, weil es eben so vollgeladen war. Then they are in big problem. They are crying, oh God, how to go? Somehow we in problem. Then they find one big sadhu. Also die haben das Problem gehabt, dass sie dort im Meer stecken geblieben sind, im Sand. Und dann haben sie aber den Sadhu gesehen, weil sie keinen Ausweg mehr gefunden haben, haben sie gefragt, oh, hilf uns. Madhvacarya hat nur ein Signal gemacht mit seinen Händen und nachher, wo er das gemacht hat, ist sofort das Schiff hat sich in die Höhe gehoben und ist rausgekommen aus der Situation. Also er hat das Boot aufgehoben mit seiner spirituellen Kraft. Und nachher wollten sie ihm was geben, zum Danke sagen, und haben sie ihm Chandan gegeben. Einen ganz großen Klotz voll Chandan. Und der Chandan, der ist runtergefallen dann, und dort war die Deity von Nitya Gopal, einem tanzenden Gopal, war dort innen. Yashoda in front of Yashoda coming, Gopal just break his sleep and become very angry. But because hungry, that's why angry. And going to approaching mother with very, and going to mother, looking at mother, and without speaking anything, catch the danda. Now you have no right to,
Also das ist das Lila, das mit Yashoda Mutter und Krishna, weil er hungrig ist und Butter will. Und this mood. I mean, catching the danda with dancing mood and very gambhir, very silent. This mood. Madhvacarya. So Madhvacarya then was very happy, then taking this deity to his temple, Udupi one place. Also Madhvacarya hat dann die Deity mitgenommen nach Udupi. Also er hat aber davor schon eine Deity verehrt, der was verehrt worden ist, schon von Dasharat Maharaj. Im Treta Yuga hat er die Deity verehrt, zu Ramchandras Zeiten. Und es ist in Madhvacarya hat es weiter verehrt. Aber jetzt ist Gopalano gekommen, weil er ist Hanuman, so. Ohne dass er Ramchandra verehrt, wie kann er dann leben? So, dann jetzt kommt Gopalano. Also Madhvacarya hat so große Kraft, wer kann das messen? Also is practicing wrestling, you know, kusti. This man is 35 men, so 30 men is equal to one man. He's saying 30 men can come in front of me. They cannot do. So powerful. Also große Wrestler oder Kämpfer. Da ist einer, der kann also mit 35 Leuten kämpfen. Und so einer, der hat jetzt Madhvacarya herausgefordert. Aber er hat gesagt, nein, ich habe keine Zeit jetzt mit dir zu ringen oder zu kämpfen. Aber du kannst mich testen, sagt er. Wenn du wenn du meine Tonel, so, er sagt ihm jetzt, wenn du meine Zehennägel aufheben kannst, nachher kann ja mit dir kämpfen. Versuch's einmal. Aber er hat seinen Fuß vor ihm gehabt und hat gesagt, jetzt bitte heb ihn auf, aber er hat nicht die Möglichkeit gehabt. Oder einmal ist eine Brücke gebrochen und alles das Wasser ist rausgeflossen. Und die Leute vom Dorf haben einen Stein geholt oder einen großen Stein. So viele Leute haben den Stein geworfen. So wie, also war so schwer. Aber Madhvacarya ist gekommen und hat es dann aufgehabt, ganz allein. So wie eben zur Zeit, wo sie den Milchozean gequält haben, den Berg Mandara, wo Bhagavan den mit einem Finger aufgehoben hat. Genau das gleiche hat Madhvacarya gemacht. Also hat mit einer Hand hat er den ganzen großen Stein aufgehoben und hat dann den zur Brücke getragen und hat den Fluss von der Brücke gestoppt. Also wie ist es möglich, so große Kraft aufzuzeigen in der Welt, weil er eben die Inkarnation von Hanuman ist. Also es sind so viele Wunder, was Madhvacarya vollbracht hat. Zu der Zeit, wo er gelebt hat, vor 800 Jahren. In Udupi, dort ist immer nur der Deity, der Gopal, Nitya Gopal. Manche Leute
unter Vaishnavas, die sagen, gibt es immer, dass wir keine Verbindung haben mit Madhvacarya. Aber Bhaktivinoda Thakur selber schreibt in seinem Buch über den Navadvip Dham, dass eben Madhvacarya selber gekommen ist, da in den Dham von Navadvip. Balkacharya genauso, Ramanujacharya genauso, Shankaracharya auch, aber der hat gleich wieder gehen müssen. In den Gauradham, um in Barmherzigkeit zu kriegen. So Mahaprabhu hat Madhvacarya gesegnet, dass in dem Kali-Zeitalter werde die Sampradaya akzeptieren. Also, you can fight that how possible, because Mahaprabhu came only 500 something years back. And Madhvacarya came long ago, you told, by Maharaj, Gaur Vigraha is Nitya. Not that Mahaprabhu came only 550 years back. This is not calculation. Also wenn du jetzt das kalkulierst, ist 500 Jahre so kurz Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, aber auch länger war Madhvacarya. So, was dann wichtig ist, ist, dass Chaitanya Mahaprabhu Nitya ist, ewig. So, das sind davor alle schon, haben sie Kontakt gehabt mit Chaitanya Mahaprabhu. Es war halt nicht offenbar zu der Zeit. So, Madhvacarya came, Mahaprabhu speaking in Kalikal, I am coming here and I am going to accept your Sampradaya. This is the system. And some people saying Madhvacarya is going to give connection, but not that. They actually, why Mahaprabhu was bound to accept this Sampradaya? Warum hat Mahaprabhu das Sampradaya angenommen? Shankaracharya Sampradaya, die haben Advaitavad gepredigt. Und Ramanujacharya hat Shuddha Advaita, Vishishta Advaita. Shuddha Advaitavad ist Vishnu Swami. And this way actually, you know, what is it? Madhvacarya. Vishnu Swami. Shuddha Advaitavad. And Shuddha Advaita. Vashishta Advaita. Yeah. Madhvacarya actually Shuddha Advaita. No, actually here, Madhvacarya Dvaitavadi, and Nimbargacharya Bhedvadi, Ramanujacharya Vishishtadvadi, and Advaita and Shankaracharya Kevala Advaita. This way they are. So actually Mahaprabhu, when came, he was bound to make some reconciliation. So Mahaprabhu hat die ganzen Philosophien von den vier Acharyas, hat er alle vereint. Among them some little difference was there. Somebody speaking this way, somebody speaking that way. So from Ramanujacharya, Mahaprabhu took Shakti Siddhanta. And from Madhvacarya he took So von Satchidananda Vigraha. Also von Madhvacharya hat er das angenommen, die Ewigkeit von der Deity Satchidananda Vigraha und gegen Mayavad anzukämpfen. Vishnu Swami Nitya Advaita Siddhanta. So, er hat überall einen Teil genommen von ihnen, von ihrer Philosophie, von Ramanujacharya, die Lehren des Vaishnavas, die Vaishnavas zu dienen, von Madhvacharya, das die Deity Satchidananda Vigraha ist. Und nachher hat er das seine Philosophie etabliert als Achintya Beda Beda, ist alles harmonisiert worden dann bei Chaitanya Mahaprabhu selber.
Jiva Goswami was speaking, there cannot be different category. One Brahma is one. But Ramanujacharya speaking that this Jagat, the material world, and Jiva, that's a Vishesh, the speciality. So Ramanujacharya, der sagt, when Jiva, countless Jiva there, es sind eben die ganzen Philosophien, was er jetzt erklärt über die Theorien, Vishesh, also Spezialität von Brahma, was Brahman erscheint. Das ist Vashishta Advaitavad. Different kind of items there is one. Because Brahma mean one. So Brahma bedeutet eins. Chit Brahma. Shuddha Chit Brahma. Heterogeneous item. Homogeneous actually. One. This way Jiva Goswami Pad, according to the desire of Mahaprabhu, was bound to establish this. Auf den Wunsch von Mahaprabhu. Oder Mahaprabhu hat dem das Advaita Achintya Beda Beda verbreitet. So 79 Jahre war Madhvacharya in der Welt. Ramanujacharya war auch ganz stark gegen Mayavad-Philosophie, aber Madhvacharya war noch mehr gegen Mayavad-Philosophie und hat so viel gemacht und so viel beiseite geschaffen. Die haben auch ein Buch. Ramanujacharya wanted to break Mayavad totally, but Madhvacharya was more. And one thing more, there is Sachidananda Vigraha, their loveful service. Madhvacharya already approved loveful service. Even Prabhupada, writing in his one article, that Madhusudan Goswami, he went to there in Udupi, he writing letter to Prabhupada, that there one branch of Acharya, 8 or 7 or 8, they are all dancing in front of Supreme Lord. Follow, they are doing Arati. They are like Gopi. They are doing this. So they accept Gopi Bhav. Also, Krishna ite Chaturmukh, Bhaikesha Sevamukh, Bomaito Narada Murti, Narada Hoite Vyas, Madhva Vyas. This way we are running. So actually somebody is speaking that where from Brahma getting this Rastattva? So Brahma, woher kriegt der Brahma Rasa Tattva? Das ist eine Streiterei. So, Brahma hat das Mantra gekriegt, Ashtara Mantra. Von Krishna selber hat er das Mantra gekriegt. Krishna heute Chaturmukh. So when Brahma got already mantra, this mantra got from Bhagavan Sri Krishna. Von Bhagavan Sri Krishna selber hat er das gekriegt. In this mantra, Kam Gayatri, everything there. Follow. So in dem Mantra ist es Kam Gayatri drinnen. So wie ist es dann möglich, dass Brahma nicht ein Verständnis hat vom Rasa-Tattva? So from Madhvacharya actually one by one this is coming. So they can fight. Basically, where from he is getting this. Actually, when actually Brahma getting this mantra, so through Parampara automatically Madhvacharya is already having this mantra. So durch die Parampara kriegt dann eben das Mantra automatisch zum Madhvacharya. So Madhvacharya hat auch das Rasa Tattva. So it's not that actually our Baldev Vidya was making some connection with that. Not that. Es ist nicht nur so, dass Baladev, wie der Bhushan eben eine Verbindung gemacht hat mit der Madhva Sampradaya. Any question if you have, you can put. Madhvacharya, at the age of 79, in his body, gone away, but still today we are having this parampara line. So, today I am going to stop. No.
Maharaj, I have also heard that at Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, he sent some of, or he let come some disciples of Ramanujacharya, Madhvacarya to study all their Siddhanta. Is that? At that time, Vishwavishnu Rasava, at the time of Prabhupada, Vishwavishnu Rasava means from different sampradaya they are invited to come and join and express their own opinion. At present, nobody comes. Vishwavishnu Rasava means you will have to call all sampradaya. Vishnu Vaishnava Raja Sabha, das bedeutet, dass du alle Sampradayas zusammenrufst und sie sprechen dann über ihr Siddhanta. Heutzutage ist das nicht so. They can sit, they can discuss, exchange some view, Siddhanta Vision, but at present it is totally wrong. Also das ist jetzt heutzutage zu der Zeit nicht. Früher war das so. That is also one point. Follow what I say. We have to some relation with them. Maybe they are following this, but still we should have connection with them. This way will be